Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Eine Graule ZS85 habe ich im September 2022 in Weil am Rhein gekauft. Auf dem Weg dorthin habe ich noch eine zum Verschenken angebotene Ulmia 265 Tischkreissäge mitgenommen. Da lagen sie nun beieinander im Kofferraum. Zu Hause habe ich das schwere Ding erstmal hingestellt und den Zustand untersucht. Die Zugsäge ist über Jahrzehnte benutzt worden und hat allerhand Staub eingesaugt. Die braucht Zuwendung. Also Schmotter wegmachen, Lager wechseln, die Führungen überarbeiten, neues Kabel etc. Die Rückholfeder fehlt auch und die Rolle muss gängig gemacht werden. Der Flansch hat derbe Hammerschläge abbekommen, sodass das Sägeblatt nur sehr schwer an den Flansch angelegt werden konnte. Der Arm, auf dem die Säge entlang gezogen wird, hat Stahlstäbe, auf denen Kugeln laufen, und diese werden von gebohrten Messingschienen auf Abstand gehalten. Die Messingschienen waren noch gut, also habe ich nur Stahlstäbe und Kugeln erneuert. Dabei fiel mir auf, dass ein Verbindungsteil, welches die Messingschienen auf Position zueinander hält, fehlte. Das habe ich von Hand angefertigt. Nee, keine Chance. Jetzt haben wir nicht. Jetzt haben wir nicht. Jetzt ist heiß. Okay.
So, nochmal frisch ansetzen. Es wehrt sich bis auf den letzten Zentimeter noch. Wenn ich das herunten habe, dann kann ich das Lagerschild abziehen, Lager tauschen, wieder draufpressen. So, total fest. So, jetzt kann ich das Lager abmachen. Das Lager abmachen, neues drauf, Lagerschild wieder drauf, Flansch wieder drauf, drüben das gleiche und in den Motor einbauen. Oder ins Gehäuse wieder einbauen, in den Stator. Fertig. Auf die Welle mit den 2 Greifarmen hinter das Lager. So, jetzt habe ich es nochmal eingespannt, ohne diese Scheibe, die verhindert, dass Fett in den Läufer gelangt. Darum ist es ein einfaches 6204 Z-Lager, das heißt, es hat eine Dichtungsscheibe aus Stahl oder aus Blech und auf der anderen Seite keine. Wenn es ein 2Z wäre, wäre auf der anderen Seite natürlich auch ein Blech. Dann bräuchte man das gezeigte Blech nicht. So, wenn man das Lager wieder drauf macht, dann schlägt man natürlich auf den Innenring und ja nicht auf den Außenring. Da wo der Sitz ist. So. Jetzt ist das Lager herunten. Da kommt das Lüfterrad drauf. So, alles gut. So, nun ist auch dieses Lager vom Sitz herunten. Es ist ein 6202. Es wäre eigentlich noch gut gewesen. Deutschland hergestellt. Bei SKF. Ja. Richtig gut. Also, ihr habt es gesehen. Den Flansch abzuziehen war gar nicht so einfach. Gasflamme und Einsatz von Gewalt, der Abzieher, haben den Erfolg gebracht. Aber warum ging das so schwer? Ich habe euch die Welle gezeigt. Da müssen schon beim letzten Aufziehen des Flansches, schon bei der Herstellung, Fragezeichen, ein oder mehrere Späne dazwischen gekommen sein. Die haben die Riefen erzeugt und das macht solche Probleme. Die Reinigung der Gehäusedeckel bringt zwar keine Verbesserung der Funktion, aber die Freude über den Glanz ist immer wieder groß. So,
Jetzt wird das Wälzlager auf der einen Seite der Welle aufgezogen. Zwischen Wälzlager und Welle haben wir eine Presspassung. Das heißt, der Wellendurchmesser ist um wenige Hundertstel Millimeter größer als der Innendurchmesser des Wälzlager-Innenrings. Eine gute Methode zur Vorbereitung ist, die Maße durch Temperaturabsenkung bzw. durch Temperaturerhöhung zu verändern. Das heißt, die Welle wird im Gefrierfach gekühlt, damit der Durchmesser etwas kleiner wird, und das Lager wird erwärmt, damit es sich etwas ausdehnt, also größer wird. Ein bisschen Öl auf die Welle auftragen und das Lager mit einem Stück Rohr, bei dem der Innendurchmesser etwas größer ist als der Durchmesser der Welle, auf die Welle auftreiben. Ich habe diese Methode nicht angewandt und hatte auch kein passendes Rohr zur Hand. Vorsichtig geht das auch mit einem breiten Durchschlag. Ein passendes Rohr ist aber allemal besser geeignet. Die Kraft wird besser verteilt und das Aufziehen geht deutlich schneller und ohne Risiko. Staubscheiben sollen verhindern, dass Staub in das Lager eindringt, aber auch, dass kein Fett aus dem Lager austritt und in den Rotor gelangt. Nun, nachdem ich ja Lager mit 2 Staubkappen hatte, hätte ich die verwendeten Staubscheiben einfach weglassen können? Nein, zumindest hätte ich Ausgleichsscheiben der gleichen Breite dafür einsetzen müssen, um die Lager an die gleiche Position zu bringen. Auch brauchte ich so keine weitere Druckscheibe einzusetzen, um das axiale Spiel herauszunehmen. Die zweite Staubkappe wurde da vom Lager entfernt, wo die Gefahr bestand, dass die Lagerstaubkappe an der Staubscheibe reibt. Die Staubscheiben hatten beim Abziehen der alten Lager etwas gelitten. Die sind krumm geworden und ich habe die mit dem Hammer wieder etwas in Form geklopft. Dabei ist der Außendurchmesser etwas größer geworden und nun streift die Scheibe am Gehäuse, was nicht sein darf. Mit Feile und Sandpapier und auch etwas Geduld brachte ich das wieder hin. Die letzte große Herausforderung: den Sägeblattflansch aufziehen. Die Welle ist zusammen mit dem aufgezogenen Flansch gewuchtet. Der Flansch ist hier mit einem und die Welle mit 2 Körnerschlägen markiert. Der eine Punkt auf dem Flansch sollte nach dem Aufziehen zwischen den 2 Punkten auf der Welle liegen. Am besten gelingt diese Arbeit auf einer Hydraulikpresse. Ich hatte keine Hydraulikpresse zur Verfügung, also spannte ich das Teil auf die Werkbank und machte mir ein Klopfholz zurecht. Mit gezielten Hammerschlägen trieb ich den Flansch auf das Wellenende. Auch hier hätte ich die Welle abkühlen und den Flansch stark erwärmen können. Das wäre dann leichter gewesen. Hier zeige ich, wie ich mir beholfen habe, die Macken vom Außendurchmesser des Flansches zu entfernen. Zur Erinnerung: Der Flansch war so fest auf der Welle, dass noch nicht mal ein Verdrehen mit einer großen Rohrzange möglich war. Dabei hatte ich dem Flansch einiges an Macken zugefügt. Ich hätte es gleich erwärmen sollen. Nachdem ich den Motor zusammengebaut hatte, hier ist der Stator noch falsch herum, konnte ich die Welle drehen lassen und mit Feile bzw. Schleifpapier die Macken abschleifen. Wohlgemerkt, der Flansch ist gehärtet. Bei der Aktion habe ich mir Teilflächen der Feile ruiniert. Wende nur leichten Druck an und bewege die Feile bzw. das Schleifpapier mit Unterlage. Es war auch nötig, den Schlag aus dem Absatz für die Sägeblattaufnahme herauszubekommen. Letztendlich muss das Sägeblatt ohne Spiel und auch zentrisch sitzen.
Eine Anmerkung zum Sägeblatt. Ich hatte mir ein Ersatzsägeblatt gekauft, welches in Zähnezahl, Zahnform und Spanwinkel dem Sägeblatt, das auf der Maschine war, entsprach. Erst später erfuhr ich, dass die Berufsgenossenschaft in der B 254 für Zugsägen fordert, dass nur Sägeblätter mit negativem Spanwinkel kleiner gleich 5 Grad zu verwenden sind. Bei der Verwendung von Sägeblättern mit positivem Spanwinkel zieht sich das Sägeblatt beim Sägen in das Material hinein und es kann zum gefürchteten Rückschlag kommen. Also, diese Sägeblätter für die Tischkreissäge verwenden und ein neues mit negativem Spanwinkel kaufen. Das Ding gehört gedreht und muss darüber. Dann muss der wieder ausgetauscht werden. Ich will hier auch zeigen, welche Fehler ich gemacht habe. Ich hatte ja schon angemerkt, dass der Stator falsch herum angebracht ist. Es hätte mir schon auffallen müssen, weil die Drehrichtung sich änderte. Stattdessen habe ich die Leiter L1 und L2 vertauscht. Wie macht man es richtig? Immer Bilder vor und nach jedem Schritt des Auseinanderlegens machen und diese auch beim Zusammenbau nachschauen. Markierungen mit einem permanenten Stift helfen auch. Also, irgendwann merkte ich, dass es falsch zusammengebaut war und musste den Motor nochmal auseinanderbauen und richtig zusammenfügen. Dabei fiel auch auf, dass ich den Schalter um 180 Grad falsch herum anschraubte. Das Kabel muss vom Sägeblatt abgewandt aus dem Gehäuse kommen. Auch hier eine Anmerkung. 1986 war der An-Ausschalter so zugelassen. Für den gewerblichen Betrieb wird seit vielen Jahren ein Schutzschalter mit Notaus gefordert. Maschinenelektriker bauen das gewissenhaft um. Ein Schutzschalter mit Notaus ist ab 40 € zu haben. Nachdem ich die Rolle gängig gemacht und geschmiert habe, baute ich die bei Crauli als Ersatzteil zu bekommende Rückholfeder drauf. Es ist halt eine Blattfeder und die ist bei der Montage etwas störrisch. Nachdem die verschiedenen Einheiten überholt, eingestellt und gängig waren, konnte ich die ersten Schnitte machen. Achte darauf, dass der Schlitten kein Spiel hat und das Sägeblatt 90 Grad zum Tisch steht.
Achte auch darauf, dass der Anschlag für den Gärungswinkel eingestellt ist. Die abgesägte Fläche, das heißt der Zugarm, sollte 90 Grad zum Anschlag stehen.